zeige ich euch, wie ihr das BTS Meal selber nachbauen könnt. Die Vorlage dazu findet ihr auf dem Instagram-Account, der unten verlinkt ist. Oder hier zeige ich euch kurz einen kleinen Bildausschnitt, aber der hat nicht die Originalgröße, die ich hier im Video verwende. Das Bild müsst ihr ausdrucken und die Motive ausschneiden. Hier zeige ich euch, wo ihr einschneiden müsst. Jetzt falten wir die Packung der Pommes. Ihr könnt gerne ein Lineal nutzen als Hilfsmittel zum Falten, doch eigentlich kann man das auch gut mit dem Auge einschätzen. Jetzt müsst ihr nur noch Kleber auf die Seiten auftragen und dann alles gut zusammenkleben. Dasselbe macht ihr jetzt nun auch mit der Chicken Nuggets Packung. Die müsst ihr nämlich auch falten und jetzt zeige ich euch, wie ihr sie falten könnt. Die bei euch ungefähr auch so aussehen und nun könnt ihr die Teile zusammenkleben. Im Design der Päckchen habe ich auch auf das Borahe geachtet. Jetzt könnt ihr euch die Deckel der Soße nehmen und sie entweder nach Belieben die Ecken rund schneiden oder sie so lassen, wie sie sind. Mit einem Klebeband könnt ihr dann den Glanzeffekt auf die Deckel machen. Ich habe jetzt es so gemacht, dass ich die einzelnen Schilder auf den Klebestreifen aufgeklebt habe und dann später auseinander geschnitten habe. Um die Boxen der Soßendeckel zu machen, habe ich mir ein Stück Plastik genommen und mir die Ecken von diesem quadratischen Plastikteil abgeschnitten und sie zusammengeklebt, sodass eine kleine Box entsteht. Die Box habe ich dann später innen drin mit Nagellack oder ihr könnt auch Acrylfarbe, was auch immer nehmen, angemalt. Jetzt werden wir die Getränke bauen und dazu habe ich mir halt meine Vorlagen genommen. Und dann müsst ihr sie nur noch zusammenrollen, sodass es dann aussieht wie ein Becher. Dann nur noch zusammenkleben und dann seid ihr schon fast fertig. Jetzt brauchen wir eine Heißklebepistole, denn mit ihr machen wir den Boden der Getränke und verbinden die Boxen zu den Deckeln von den Soßen.
Als ersten Schritt macht ihr kleine Tropfen auf das Backpapier und drückt ein weiteres Backpapier über den Tropfen, damit der Tropfen platt gedrückt wird. In diesem Schritt bereiten wir nämlich die Deckel der Getränke vor. Übrigens gebe ich euch einen kleinen Tipp. Ihr müsst dann nur noch ein bisschen warten und dann müsst ihr nämlich mit einer Nadel das Loch für den Strohhalm durchbohren, weil somit ist es für euch einfacher, dann später diesen Strohhalm in dieses Getränk reinzustecken. Jetzt werden wir noch die Soßenverpackungen fertig machen, indem wir einfach nur auf die Boxen Heißkleber drauf machen und den Deckel oben drauf drücken. Nächstes kümmern wir uns um die Böden der Getränke. Und dazu müssen wir beim ersten Schritt auch Tropfen auf das Backpapier geben, platt drücken, nur nicht allzu lange drücken, denn ihr müsst das Backpapier dann abziehen und direkt den Becher draufkleben. Es kann aber auch sein, dass der Becher nicht an dem Silikon hält und dann müsst ihr den nochmal festkleben mit einem Kleber, halt normalen dicken Flüssigkleber nehmen oder dann halt nochmal Silikon. Jetzt müsst ihr den Deckel für den Becher mit dem Loch aufkleben und dann noch mit einem Zahnstocher durchbohren. Dann müsst ihr den Zahnstocher noch anmalen, passend zuschneiden und dann könnt ihr ihn wieder in das Getränk stecken und dann seid ihr eigentlich schon fertig mit eurem Getränk. Natürlich den überschüssigen Rand des Deckels abschneiden. Jetzt machen wir aus Fimo-Knete die Pommes und die Chicken Nuggets. Als erstes werde ich die Pommes machen, dazu rolle ich die Fimo-Knete aus und schneide einfache Streifen. Streifen werde ich dann auch im nächsten Schritt verbinden, so in die Position legen, dass sie dann auch wie Pommes aussehen. Meine Pommes sahen nun so aus. Jetzt müsst ihr nur noch die Chicken Nuggets machen. Die macht ihr ganz einfach, indem ihr kleine, runde, ovalförmige Kugeln macht und sie dann auch wie bei den Pommes zusammendrückt. Jetzt müsst ihr sie nur noch anmalen und in den Ofen oder Mikrowelle stecken und dann sollten sie so aussehen. Übrigens habe ich sie mit Pastellkreide bemalt. Jetzt könnt ihr alles in die Verpackungen reinkleben und dann sollte es so aussehen. Jetzt kümmern wir uns um die Tüte. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Maßen hingemalt, also ihr werdet wahrscheinlich damit zurechtkommen. Nur da, wo der Pfeil gerade ist, diesen Teil da, diese kleinen Flügel nenne ich sie mal, die solltet ihr am besten bis unten hin lang machen, weil sonst werdet ihr noch Probleme haben. Das werdet ihr nämlich sehen. Den habe ich dann bei der zweiten Packung dann ausgebessert. Also wie gesagt, die Flügel bis unten hin machen und nicht so kurz wie ich. Jetzt male ich das BTS und McDonald's Logo drauf und dann seid ihr schon fast fertig. Dann müsst ihr auf die Flügel Kleber machen und sie zusammenkleben. Ich denke, ihr werdet selber verstehen, wie man sie zusammenklebt, weil so schwer ist das nicht. Und das ist, was ich meinte, wenn ihr die Flügel zu kurz macht, dann werdet ihr unten so Löcher haben. Bei der zweiten Tüte habe ich das ja ausgebessert. Wie gesagt, da habe ich die Flügel länger gemacht und dann sieht die Tüte auch wesentlich besser aus. Zeige ich euch dann noch, welche Dinge in dem Meal enthalten sind.